Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, auszuflippen. Wütend sein als Frau ist politisch. Ich habe direkt so ein Mic-Drop-Feeling. Wie steht es eigentlich um die Geschlechterungerechtigkeit in der Medienbranche? Niemand anderes kann mir das so gut beantworten und mir darüber erzählen wie die Spiegel-Bestseller-Autorin Alexandra Zykonow. Sie ist Journalistin und Mutter und wie gesagt Bestseller-Autorin des Buches Wir sind doch längst gleichberechtigt, 25 Bullshit-Sätze und wie wir sie endlich zerlegen können. Ich möchte voll gerne darüber sprechen, wie man denn diese Bullshit-Sätze zerlegen kann, was Alexandra so über Gehaltsverhandlungen denkt und warum es sich lohnt, immer noch sehr wütend zu sein. Lass uns darüber reden. Schön, dass du da bist. Ich freue mich Bei auch. Kaffee und Chai Latte. Ja, sehr gut. Oder? Es ist ein bisschen warm und muckelig. Hamburger Wetter ja, entgegenwirken. auf jeden Fall. Der erste Satz in deinem Buch ist das Zitat von der Autorin Ziani Sophia Höder. Ne? Und zwar, um Wandel herbeizuführen, braucht es Wut. Wann warst du das letzte Mal wütend auf das System und warum war das wichtig? Ehrlicherweise, ich bin gefühlt jeden Tag wütend, aber immer auch so im Positiven. Also ich bin immer so positiv wütend, weil man muss als Frau ja auch immer trotzdem positiv sein und nett und lächelnd. Und wenn man wütend ist, muss man aber trotzdem immer gut aussehen und lächeln. Und man muss quasi wütend sein, lächeln und wütend gleichzeitig. Gefühlt jeden Tag rede ich mit AutorInnen, mit Leuten aus der Medienbranche, mit ModeratorInnen. Ehrlicherweise, wir haben ja vorhin schon darüber geredet, was kriegst du für eine Moderation, was krieg ich für eine Lesung. Und ich bin immer sehr, sehr dankbar dafür, wenn Frauen offen sind und darüber reden. Leider leben wir immer noch in einer Welt, wo ganz, ganz viele, gerade vorwiegend Frauen, weil wir eben erzogen wurden mit über Geld redet man nicht, das immer gar nicht so cool finden. Also ich kenne auch Geschichten von anderen Frauen, die dann gesagt haben, Alex, ich habe mit meiner Kollegin reden wollen darüber, was sie bekommt für Summe X. Und sie war richtig pissig und war dann so, ich möchte darüber nicht reden und ich finde das übergriffig und so. Und ich sitze da und denke mir so, oh mein Gott, du unterstützt damit das Patriarchat, merkst du es eigentlich? Also alles, was mit Geld und Sichtbarkeit zu tun hat, macht mich sehr, sehr wütend, wenn gerade Frauen leider, weil viele so eben sozialisiert und erzogen wurden, wenn gerade sie dann so die Stopper sind, wenn gerade sie dann sagen, oh, darüber möchte ich nicht so gern reden und ach, nee, und das verhandelt jemand anders oder man redet dann so Pi mal Daumensummen und sagt nie, okay, ich kriege X, was kriegst du, nächstes Mal verlange ich genauso viel. Aber du sagst ja auch, Wut ist ein total wichtiger Motor. Ja, total. Erzähl mal, warum. Ich würde sagen, Wut ist gerade bei Frauen einfach super selten und super ungern gesehen, weil Wut ja auch eine Eigenschaft ist, die per se hässlich macht. Also im Sinne von, so wie wir Hässlichkeit verstehen. Die Nasenlöcher blähen sich so auf, man kriegt Zornesfalten, man kriegt große Augen, die Venen poppen raus. Das ist ja nicht schön per se, wie man als Frau doch schön zu sein hat. Das heißt, wütend sein als Frau ist politisch. Und wütend bedeutet auch, dass etwas einem nicht passt. Auch das ist etwas, was Frauen ja eigentlich eher nicht zu sagen haben, wenn ihnen was nicht passt. Ne? Sei sittsam wie die schöne Rose, nicht wie die schöne Rose, sondern irgendwo klein, Veilchen. Ne? Nimm nicht irgendwie zu viel Raum ein, zu viel Aufmerksamkeit. Wenn ich wütend bin, nehme ich aber Raum ein. Ich stelle mich hin, ich mache aufmerksam, mir passt hier was nicht. Ich mag das nicht, ich möchte es ändern. Und all diese Attribute, auch wenn es so normal klingt, sind für Frauen auch heute noch, auch in Deutschland im Jahre 2022 nicht normal. Also Mädchen kriegen ja heute immer noch beigebracht, vielleicht nicht so speziell. Ich erinnere mich, in meiner Kindheit habe ich oft den Satz reingedrückt bekommen, Alex, du bist doch das Mädchen, du musst eher nachgeben. Alex, du kannst nicht so krass, ich komme aus Belarus ganz ursprünglich, da gibt es dann auch manchmal den Spruch, nicht so die Decke auf sich ziehen. Das bedeutet, nicht so nach Aufmerksamkeit lechzen, zieh mal nicht so die Decke auf dich drauf. Habe ich oft zu sagen bekommen, weil ich eben oft schon als Mädchen laut war und irgendwie quirlig und so. Vielleicht kriegen aufgeklärte Eltern solche Sprüche nicht mehr heute ihren Kindern gesagt, ihren Töchtern. Aber wir leben immer noch in einer Welt, wo Töchter im Grunde immer noch so erzogen werden. Du bist die Reinliche, du räumst auf, du kümmerst dich um die kleinen Puppen. Du siehst hübsch aus mit deinem Kleidchen und deinen Zöpfen. Und bei den Jungs ist es so, das ist auch wissenschaftlich belegt, die werden viel mehr gelobt für, du bist toll gesprungen, du bist so hochgeklettert, du hast dies und jenes toll gemacht. Und bei Mädchen ist es eher so, du siehst so toll aus, du bist so niedlich, du hast das und das total süß gemacht. Ey, und wie spannend, dass du sagst, dass das früher schon so war, dass du einfach das laute Mädchen warst. Hello, jetzt hast du auch ein Buch, wo dein Gesicht vorne drauf gedruckt ist und so weiter. Das ist sehr wichtig, ist mein Gesicht vorne drauf. Ja, ey, das finde ich wichtig, so Thema Raum einnehmen. Anscheinend war das früher auch schon in dir drin, aber fällt dir das auch manchmal schwer und wie überwindest du dann dieses, oh, ich glaube, das ist zu unangenehm für Menschen, ich mache es jetzt trotzdem. Nee, hast du da so einen mir fällt Tipp? das tatsächlich nicht schwer. Geil.
Es ist eher andersherum, dass ich wirklich durch die Bank meine ganze Jugend über und auch als junge Frau, auch so in den 20ern und 30ern und so, eher gesagt bekam, telefonier mal nicht so laut. Ich meine, ich brülle jetzt auch nicht auf der Straße, dass ich jetzt so, yo, was geht? Aber ne, im Büro, telefonier mal nicht so laut, sei mal nicht so dies und das. Also ich habe das eher gesagt bekommen, es war eher so, nimm dich mal ein bisschen zurück. Mir fiel das nie schwer, da zu sein und präsent zu sein. Das ist quasi mein Naturell, aber so ist ja nicht jede Frau und nicht jeder Mensch. Und wenn du dann eher nicht so laut bist oder normal laut, sage ich jetzt mal, und dann immer als Kind durchgehend durch die Bank gehört hast, du als Frau, du als Mädchen, eher im Hintergrund, eher ne, die starke Frau hinter dem Mann und so, aber trotzdem immer hinter dem Mann, dann wirst du so als erwachsene Frau. Und dann ist es auch kein Wunder, wenn es Frauen heutzutage immer noch schwerfällt, zu sagen, in einem Bürokontext, wenn jemand das sogenannte Heap-Eating macht, also in einer Konferenz deine Idee einfach noch mal kurz zu wiederholen und Credit dafür zu kriegen und du sitzt da und denkst dir so, Entschuldigung, das habe ich gerade gesagt. Glaube ich, fällt es ganz, ganz vielen Frauen schwer zu sagen, entschuldige Peter, das habe ich gerade gesagt. Ich tue es dann. Mein Geheimweg, in Anführungsstrichen, ich tue es dann halt immer mit einem Witz. Also ich tue es nicht pissig, was auch schon wieder bescheuert ist, weil eigentlich dürfte ich das auch pissig sagen können, wenn ich pissig bin. Ja, klar, genau. Aber als Frau muss man ja immer nach diesen Regeln spielen, wenn man wütend ist, muss man dabei ja immer trotzdem irgendwie nett und kumpelhaft wütend sein, haha, weil sonst ist man ja schon wieder unsympathisch. Leider Gottes sind das nun mal die Regeln. Aber ich reize sie dann immer aus und dann würde ich schon sagen, Peter, interessant, dass du ein bisschen heated hast, das habe ich ja gerade gesagt. Und dann lachen alle und sind so ein bisschen aber ich drücke Peter damit schon so ein bisschen was rein und das will ich auch und das muss auch sein und das ist immer so ein bisschen mein kleiner Tipp, wenn es Frauen nicht so leicht fällt und sie das Gefühl haben, sie kommen arrogant rüber, was auch schon wieder ein Problem ist, weil Typen würden auch niemals denken, sie kommen arrogant rüber, sondern sie nehmen sich einfach diesen Raum und fertig. Bei Frauen ist es so, sie nehmen sich diesen Raum und denken, oh, ich komme arrogant rüber. Und mein Weg, damit klarzukommen, ist, ich nehme mir den Raum, aber ich mache es immer auf irgendwie eine nette Witzart und Weise, so dass ich immer noch sympathisch rüberkomme, was auch Teil des Problems ist, aber so ist mein Weg, damit umzugehen. Ja, spannend, voll gut. Du hast eingangs beim Thema Wut schon über das Thema Gehalt gesprochen und ich finde, das verdient nochmal einen extra Space, wenn wir miteinander sprechen, weil du hast auch in deinem Buch 2 Kapitel dem gewidmet. Frauen müssen einfach öfter über Geld reden, heißt ein Kapitel und Frauen sollten einfach verhandeln wie Männer. Ja. Yes. Erzähl doch erstmal eingangs, auch für Menschen, die sich vielleicht nicht so reindenken können, was sind denn Struggles, die Frauen und Flinter begegnen beim Thema Gehaltsverhandlung? Ich glaube, man muss immer so einen Schritt zurück. Menschen, die sich noch nicht viel mit der Thematik beschäftigt haben, fragen sich, glaube ich, und vielleicht auch Menschen, die sich viel vielleicht auch mit feministischen Themen auseinandersetzen, fragen sich wahrscheinlich trotzdem, Alex, was ist denn jetzt aber daran Bullshit, zu sagen, Frauen müssen einfach mehr verhandeln wie Männer? Weil an sich klingt das ja total richtig, so, haut doch mal auf den Tisch, haut doch mal auf die Kacke, so wie ein Typ halt. Und ja, in einer perfekten Welt wäre das ganz easy und einfach und eine Frau würde das tun und würde sofort, bam, mehr Geld kriegen. Das Problem ist, und das belegen auch sehr viele Studien, die ich im Buch auch zitiere, es gibt Dinge, die unterbewusst bei uns ablaufen. Menschen ordnen andere Menschen und wenn wir binär denken, Frauen, es gibt eine Frauenschublade, wie sich Frauen zu verhalten haben und eine Männerschublade, wie sie sich zu verhalten haben, was sowieso schon per se furchtbar ist, weil ganz viele andere Geschlechtsidentitäten quasi gar keine Schublade haben. Ja. Aber um das aufzuzeigen, wenn Frauen immer gesagt wird, ihr müsst mehr verhandeln wie Männer, das funktioniert nicht. Das funktioniert deswegen nicht. Da läuft unterbewusst eine Vorverurteilung sozusagen dessen ab, was ich denke, wie eine Frau sich zu verhalten oder sich zu verhalten muss. Sprich, eine Frau sagt, hallo Chef, ich schaue jetzt mal auf den Tisch, ich möchte mehr Gehalt. Bei dem Typen würde der Chef sagen, ja, voll gut, der ist durchsetzungsstark, der kennt seinen Wert, der weiß, was er will. Bei Frauen ist es so, dass also Personaler und Personalerinnen diese Frau sofort komisch empfinden. Sie finden, dass das nicht d'accord geht mit dem typischen Bild, wie eine Frau zu sein hat. Das nennt sich Role Congruity Theory. Die Theorie besagt, dass ich mich nicht meiner Rolle entsprechend, die meinem Geschlecht zugeordnet ist, verhalte und es deswegen komisch ist. Das heißt, bei einem Typen, der würde sagen, ich hätte gern Tausende mehr, sagen sie, alles klar, ja, ist gerade drin, du weißt, was du willst, fertig. Bei einer Frau würde man sagen, so, nee, das ist irgendwie ein bisschen überzogen, funktioniert nicht. Das sehen wir auch bei verschiedenen Studien, die zum Beispiel auch gleich qualifizierte Lebensläufe rausschicken. Für den gleichen Job, gleich qualifizierter Mann, gleich qualifizierte Frau,
der Mann wird die Stelle kriegen, die Frau muss 1/3 mehr Bewerbung schreiben als der Typ. Wenn sie eine Mutter ist, noch mehr Bewerbung schreiben als der Typ. Selbige Experimente gab es mit Summen. Ein Typ, gleiche Qualifikation, ruft Summe X auf. Frau, gleiche Qualifikation, ruft Summe X auf. Bei ihm gilt sie als gerechtfertigt, bei Frauen überzogen. Also sie haben das richtig, sie haben dann mehreren hunderten ProbandInnen, haben sie das vorgelegt und die haben dann gesagt, oh nee, bei der Frau, das sehe ich nicht, ist nicht gerechtfertigt, bei dem Mann, ja, absolut. Das heißt, all diese Dinge laufen ab, wir müssen uns dessen bewusst sein und das Problem ist, dass ganz viele PersonalerInnen oder auch CoachInnen, die gerade Frauen coachen, dann sagen, ne, du musst mal ein bisschen auf die Kacke hauen, trittst auf wie ein Mann. Das Problem ist, das wird den Frauen nicht helfen. Weil die PersonalerInnen sind diejenigen in den Konzernen, die wissen müssen, in meinem Kopf läuft unterbewusst was ab, ich werde diese Frau diskriminieren, ich kann gar nichts dafür, ich wurde so sozialisiert. Das heißt, da müssen die Tipps hin und nicht zu den Frauen, die dann irgendwie sagen, mach doch dies, mach doch jenes, das wird nicht funktionieren. Weil das System sozusagen, in dem die Frauen versuchen, nach oben zu klettern, kaputt ist. Nicht die Frauen. Also wir müssen das System ändern und nicht die Frauen. Ja, wow, boah, on point. Ich habe da direkt so ein Mic-Drop-Feeling, wirklich. Ja, es ist so toll, dass du das so auch anhand von Studien anzeigen kannst, weil das auch zeigt, es ist keine individuelle Erfahrung, die du oder ich machen. Wir sind ja auch beide Teil der Medienbranche. Was denkst du denn, muss sich in der Branche eben, zum Beispiel von VeranstalterInnen, die dich dann für Lesungen buchen, was muss sich da verändern, um eben nicht diesen Bias selber mit reinzubringen? Es wäre halt einfach so toll und es gibt viele große Unternehmen, die haben Diversity-Abteilungen und dort werden wirklich Schulungen in sowas wie Unconscious Gender Bias, in sowas wie Role Congruity Theory durchgeführt. Es wäre halt so gut, dass alle Menschen, die in irgendeiner Form Honorare herausgeben, wie so eine Zwangsschulung kriegen würden in Bezug auf Gender Pay Gap und Gender Bias und so, weil sie dann wissen werden, okay, es bewirbt sich ein Typ und eine Frau, ich muss jetzt mal aktiv an mir selbst arbeiten, dass ich diese Frau nicht automatisch diskriminiere. Weil das passiert, das ist wirklich bewiesen. Und man könnte sich jetzt hinstellen und sagen, aber ich mache das nicht. Denke ich mir, doch, du machst es. Es ist in uns drin. Also es gibt in auch uns allen, auch nicht nur in Männern. Ne? Nein, auch in Frauen. Eben, ja. Also da gibt es auch Untersuchungen drüber, auch gleich qualifizierte Lebensläufe wurden rausgeschickt für Ausbildungsplätze. Und da wurden wirklich gleich qualifizierte Frauen eine ganze Schulnote von ihrer Qualifikation her schlechter eingestuft als die Typen. Obwohl es gleiche Qualifikation ist. Und du denkst so, das ist nicht ausgedacht. Das ist kein Detailphänomen, sondern das ist quasi gesellschaftlich, werden wir Frauen diskriminieren. Und das wäre einfach richtig, richtig super, wenn sämtliche Menschen, die Entscheidungen treffen über Besetzung von Stellen und die über die Honorare verhandeln, sich dessen bewusst sind. Weil dann werden sie an sich selbst arbeiten und sagen, oh Mist, ich hätte ihr jetzt irgendwie 500 € weniger geboten. Warum eigentlich? Ich mache das mal nicht. Und ich hatte das schon und ich will das jetzt einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen und das macht mich so glücklich. Ich hatte Anfragen von irgendwie ManagerInnen oder VeranstalterInnen und dann irgendwie eine Anfrage für eine Lesung und ich habe dann Summe X genannt. Und ich frage mich, das ist ja auch schon wieder so doof, am liebsten würde ich jetzt die Summe nennen Ja, und alle, die jetzt sind jetzt alle so, wie viel denn? Aber das ist ja immer so ätzend, weil du ja dann Verträge unterschreibst, wo drin steht, du darfst öffentlich nicht über diese Summen sprechen. Also intern schon, das heißt, würde die Kamera jetzt ausgehen, würde ich dir das natürlich erzählen. Haben wir ehrlicherweise ja auch auf dem Weg hierhin schon ganz konkret über Summen gesprochen. Aber jetzt vor der Kamera geht das natürlich nicht. Aber die Geschichte ist folgende, ich habe dann eine Summe X aufgerufen für eine Lesung und diese Frau, und ich feiere sie immer noch, sie hat dann gesagt, Alex, pass auf, ich weiß, dass alle Typen, und die Summe werde ich jetzt nennen, alle Typen nehmen 400 € mehr als das, was du jetzt aufgerufen hast. Und hätte ich das sowieso schon mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können, wenn ich diese Summe zahle. Nachdem ich aber dein Buch gelesen habe und ich für genau diese Lesung dieses Buches anheuer, sage ich dir jetzt, ich kalkuliere 400 € mehr als das, was du jetzt aufrufst, weil das alle Typen auch genommen haben. Hat sie dir gesagt? Und das hat sie mir gesagt. Und da war ich so, oh mein Gott, da fühle ich mich schon wieder so dumm, weil ich denke, das gibt's nicht. Ich schreibe darüber, ich quasi schreibe es in Riesenlettern, verhandelt eure Gelder und trotzdem offenbar bin ich immer noch nicht so weit, den Markt so zu kennen und zu wissen, was nehmen Typen, weil wir alle noch so am Anfang sind. Ich rede ja über Honorare meistens mit Frauen und das ist ja schon voll so der Bruch sozusagen, ne? So, du redest über Geld und mit so vielen verschiedenen Leuten. Eigentlich müsste der nächste Schritt sein, man müsste mit Typen reden. Also mit Autoren, die das machen, was ich mache, mit Moderatoren, die das machen, was ich mache, um da zu fragen. Und meistens, und wenn ich das tue, und das ist schon so lustig, ist es immer roundabout 15 bis 20% mehr, was sie nehmen, was Überraschung der
Overall Gender Pay Gap ist. Der liegt nämlich bei 19%. Und das ist genau immer da. Es pendelt sich immer irgendwo da ein, dass du weißt, krass, die Typen nehmen im Schnitt einfach immer 15 bis 20% mehr. Und dann zusätzlich kommt ja noch, dass es um ganz viele andere Strukturen außer Geld, und natürlich ist Geld einer der wichtigsten, weil wir arbeiten, um Geld zu verdienen, so, und der Gender Pay Gap ist real, aber es geht ja noch um mehr Strukturen, die eine Gleichbehandlung verhindern. Studien sagen, 300 Jahre könnte es dauern, bis wir gleichberechtigt sind. Welche Strukturen gibt es noch, die wichtig sind? Naja, es ist ja allein schon, also über Gehälter zu verhandeln, bedeutet ja schon, dass jemand mich angefragt hat, dass jemand verstanden hat, wir haben ein Panel, da sitzen 3 weiße Cis-Dudes, wir bräuchten da vielleicht noch mal eine Frau. Oder eine zweite. Oder ehrlicherweise eine Frau of Color. Oder ehrlicherweise eine Frau vielleicht mit körperlich irgendwie beeinträchtigt. Also das, wovon ich rede und schreibe, ist ja auch schon so privilegiert ohne Ende. Also dass man das allein schon überhaupt, dass wir immer noch in einem Jahr leben sozusagen, wo ich als super privilegierte weiße Cis-Frau überhaupt kämpfen muss, Sichtbarkeit zu kriegen. Was sollen denn quasi all die anderen unter mir, in Anführungsstrichen, leider in dieser Hierarchie, weil wir ja eben nicht gleich auf sind, sagen. Also die kommen ja quasi, bekommen diese Sichtbarkeit ja gar nicht. Und das ist schon absurd, dass wir immer noch in dieser Welt leben, wo im Grunde ich schon als super privilegierte weiße Cis-Frau auch schon kämpfen muss, um überhaupt einen Platz irgendwo an diesem Tisch zu kriegen. Also das Thema Sichtbarkeit ist quasi noch darüber. Also allein diese ganzen EntscheiderInnen müssten ja auch mal checken. Und ehrlicherweise, das müssen sie ja mittlerweile wissen. Und das ist natürlich voll der Abfuck, wenn du überlegst, Unternehmen wissen, ihre Quoten gerade im höheren Management liegen immer noch bei, keine Ahnung, unter 10% Frauen. Und sie sitzen da und denken sich so, ja, aber unser Ziel für nächstes Jahr ist trotzdem 0% mehr Frauen einzustellen. Und du denkst so, Günther, was ist denn nicht in Ordnung mit dir so? Und das finde ich voll krass, weil es gibt ja Untersuchungen, die besagen, diverse Teams, also wirklich bewiesen, diverse Teams machen mehr Profit, sind erfolgreicher, sind sichtbarer. Also, und dann denke ich mir, Günther, du weißt aus Studien, dein Unternehmen könnte besser laufen, es würde mehr Cash für dich bedeuten, wenn wir ganz in diesem ekligen kapitalistischen Sprech reden wollen. Du würdest mehr verdienen. Aber du verzichtest lieber gefühlt auf diesen Verdienst und willst lieber deine patriarchalen 85% Männer in der obersten Etage beibehalten, obwohl du eigentlich, wenn du auf 50-50 oder vielleicht wenigstens 60-40 gehen würdest, mehr verdienen würdest. Ja. Das finde ich so krass. Ja. Dass der Hass, ich weiß nicht, was das ist, aber dass selbst der Ausblick auf mehr Profit sie trotzdem nicht dazu treibt, ihre Quoten aufzuweichen. Du musst es nämlich glauben, dass das ein Fakt ist, der recherchiert wurde. Aber ich meine, und dann, du weißt das doch. Genau, also eigentlich ist ja rauf und runter. Also ist es, ja, ich meine, gut, vielleicht hast du recht. Vielleicht verweigern die sich so krass und haben ihre Scheuklappen und denken sich, diese Studien sind alle Fake News oder so. Aber das ist ja wirklich schwarz auf weiß. Rauf und runter zeigt es, diverse Teams sind erfolgreicher. Ja. Und dann sitzen da Thomasse und Günthers und sagen, nö, machen wir trotzdem nicht. Und dann denke ich mir so, what? Also, ich liebe es, dass wir jetzt wieder an dem Punkt sind, wo wir uns auch trauen zu ranten, weil genau darum geht es auch in deinem Buch und das finde ich so wichtig. Und trotzdem, du redest immer wieder somit über diese feministischen Themen und auch über diese intersektional-feministischen Themen. Willst du irgendwann mal das einfach weglegen oder sagst du, nee, ich bin sowas von ready, ladet mich ein, ich rante überall oder bist du manchmal müde? Also grundsätzlich, erste Frage, ich rante überall, ladet mich ein. Ja, also in die Kamera, ladet mich ein. Ja. Ich bin müde, ja. Und ich meine auch da, wir sind ja in Deutschland, also das ist so, wo zieht man natürlich die Grenze? Einerseits ist es natürlich in Deutschland Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Also Stichwort Afghanistan, Stichwort jetzt gerade Iran, also das sind ja völlig andere, oder auch, also Stichwort Amerika, Abtreibungsgesetze und so. Ich glaube, dass wir in Deutschland sehr viel weiter sind als andere Länder. Gleichzeitig ist Deutschland so ein unfassbar privilegiertes Land, dass wir eigentlich in dieser privilegierten Rolle noch viel weiter sein sollten. Gerade um zu sagen, so hey, wir haben die Ressourcen, wir haben irgendwie das Geld, wir haben diese Freiheiten, wir müssen eigentlich diese ganzen Paragraphen, diese misogynen Paragraphen abschaffen. Ich bin aber müde, tatsächlich, das ist echt so ein bisschen, wenn man das ist jetzt alles sehr strukturell, was wir besprechen. Wenn ich dann aber abends zu Hause nach diesem ganzen Ranten auf meiner Couch ankomme und meine Kinder sind irgendwie bestenfalls vom Freund ins Bett gebracht, wir wechseln uns da ab, also auch elternschaftmäßig versuchen wir das 50-50 einigermaßen durchzuziehen. Und dann schmeißen wir uns irgendwie auf die Couch und gucken uns und zappen einfach durchs Fernsehen
Und ich kotze einfach im Strahl bei so viel, was da läuft. Auch im Jahr 2022. Dann laufe ich irgendwie und sage meinen Kindern noch Gute Nacht und bleibe ein paar Minuten irgendwie bei denen da irgendwie sitzen und höre nur ein paar Minuten mit, was da teilweise in den Hörspielen für eine sexistische Kackscheiße, und ich muss das einfach so krass sagen, irgendwie runtergerattert wird. In den ganzen Serien, die auch, also Hörspiele, von denen du denkst, die sind nicht von 1980, sondern die sind einfach 2022 rausgekommen. Und da wird immer noch so viel sexistische Scheiße bedient. Und ich erzähle das bei Lesungen einfach ganz oft. Ich höre mir Hörspiele an von meiner Tochter mit irgendwelchen Teenage-Mädchen, die irgendwelche Detektivfälle lösen. Und einerseits denke ich dann so, yay, es gibt Detektivinnen in Hörspielen, obwohl es ganz lange Detektive nur gab. Das feiere ich. Aber wenn du dir dann inhaltlich anguckst, was diese Detektivinnen für Fälle lösen, und du hörst dir sozusagen diese Hörspielfolgen, du liest sie dir durch, und es ist immer so Rätsel beim Schönheitswettbewerb. Irgendwas ist verschwunden beim Backkuchenwettbewerb. Und meine Tochter kommt zu mir und sagt, Mama, was ist Enthaarungscreme? Sie ist 5. Ich so, wie, was, wo, war sie im Bad, wie kommt sie drauf? Und sie so, nee, ich höre mir gerade dieses Hörspiel an, da ist so ein Schönheitswettbewerb und da hat das eine Mädchen dem anderen Mädchen, da sind wir schon wieder so geil, Mädchen, die sich gegenseitig die Augen auskratzen, um bei einem Schönheitswettbewerb zu gewinnen. Allein dieses Konstrukt, da war ich schon so, ach du Scheiße. Und dann hat das eine Mädchen dem anderen Mädchen statt Shampoo Enthaarungscreme zugeschustert, damit ihre Haare ausfallen, damit sie dann nicht im Schönheitswettbewerb gewinnt. Und ich gucke sie an und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, auszuflippen oder loszuheulen oder mich einfach nur auf den Boden zu legen und sagen, ich bin durch. Und ich bin so froh, dass du diese Müdigkeit und dein Rant-Sein mitbringst und nicht aufgehört hast und dass du dieses Buch geschrieben hast und dass wir auch noch ganz viele andere Möglichkeiten haben werden, deine Lesungen anzuschauen. Aber besonders heute bei der Reeperbahn werde ich dich natürlich jetzt verabschieden zu deiner Lesung, die du als nächstes haben wirst. Und ich bin so dankbar für dieses Gespräch mit dir. Danke. Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank.